Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Council. Wir stehen hier mit Louis mitten unten im Eingangsbereich. Wir haben im letzten Part mit Elizabeth Adams gesprochen, die uns erzählt hat, dass unsere Mutter sie anscheinend gefühlt gefoltert hat. Also jetzt an meinen Worten, sie hat das ein bisschen anders ausgedrückt. Wir haben versucht, den Diener auszuquetschen, was leider nicht so ganz gut funktioniert hat. Und hier ist eine Münze. Sehr gut. Und ja, jetzt begeben wir uns hier in den Roten Saal, obwohl wir haben den Diener so weit bekommen, dass er uns einen Goldelixier gibt, um unsere Schuhe zu putzen. Und jetzt gehen wir mal in den Roten Saal und warten mal, was wir da tun sollen. Ich bin gespannt. Da sitzt ein Schmetterling. Da sitzen überall Schmetterlinge. Warum sitzen hier überall Schmetterlinge? Oh, es ist offen. Oh. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauternes, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favorite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Ich weiß nicht, worum es da gerade geht, aber First time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. aber es ist doch schön, dass sie das so erweicht. Oh, sie hat eine Is everything Psychologieschwäche. all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Washington fragen, was er von Wöllner hält. Emily fragen, was sie von Wöllner hält. Wöllner näher kennenlernen. Wir machen es mal selber. I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur Louis Moras de Richet. de Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? Weder adelig noch gemeiner. I am just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal.
Have you any information on this Napoleon? Ich kann Vermutungen anstellen. He's certainly well connected and in high places. Surprising. No one appears to know him. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Immunität erkannt. Er ist gegen Überzeugung Monsieur immun. de Sehr Richet, gut. it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Oh, hello, Mr. Napoleon. Oh, die Aussicht ist wirklich geil. Bin gespannt. Bitte schubst mich da nicht runter. Geh da nicht so nah ran, Louis. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. So, können wir noch mal ganz kurz gucken. Napoleon. Über den wissen wir noch gar nichts. Doch, Immunität gegen Überzeugung. Das ist gut zu wissen. Was war Überzeugung nochmal? Was war denn Überzeugung? Wie sah denn Überzeugung aus? Ah! Hilfe! Ach, Überzeugung war das. Okay, gut. Kann ich eh nicht. Sehr gut. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. I don't know. Maybe you ought to speak to my mother. Oh, what a pity. I was hoping you would be up to the challenge. Too bad. I have one last question I'd like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Oh Gott, das Volk soll frei wählen dürfen. Da bin ich für. Let the people make their own choices. You are joking, I hope. Nein, The ich people meine das are ernst. simply not capable of taking charge, don't you see? They are an uneducated mob who react on the spur of the moment, incapable of providing a coherent vision for the good of the country. I think there must be a misunderstanding. What do you mean? I cannot believe that Lord Mortimer advised me to speak to you. I must have misunderstood. Excuse me, please. Es tut mir leid, wenn ich... Bravo, Louis. Total fiasco. Ich hätte sie wahrscheinlich gewinnen müssen, aber ich dachte mir halt so, ich mach's jetzt nach Gefühl. Ich hätte wahrscheinlich mich schon drum kümmern können, aber... I would like to thank Lord Mortimer and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends.
I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Mich ärgert das, dass ich bei Napoleon, dass es mir so egal war gerade. Mein Ziel sollte es wahrscheinlich sein. Wir gucken gleich mal. Ja gut. Ich hätte... Ah, okay. Also, drittens, Wein und Kanonen, erfolgreich. Ich habe die Nachricht von Mutter im Buch gefunden. Ich habe die gesamte Nachricht gelesen. Ich habe Elizabeth Adams dazu gebracht, mit mir über ihre Mutter zu sprechen. Ich habe Elizabeth Adams ihren Talisman zurückgegeben. Ich habe die Gäste beim Dinner getroffen. Ich habe Elizabeth Adams Zimmer durchsucht. Okay, hätte ich Napoleon von mir überzeugt, hätte ich vielleicht sein Zimmer durchsuchen können. Es wäre wahrscheinlich schlau gewesen, weil Napoleon ja in unserer Vision vorkam. Allerdings wollte ich ihm gerade einfach nicht nach dem Mund reden. Das war wahrscheinlich dumm. Ich sollte wahrscheinlich versuchen, einfach alles erfolgreich abzuschließen. Aber ich habe mich da gerade einfach mal so von meinem Bauchgefühl leiten lassen, so würde ich tatsächlich antworten. Wir probieren einfach in Zukunft alles irgendwie zu gewinnen. Wenn wir es verkacken, verkacken wir es. Aber ich wollte ihm halt nicht nach dem Mund reden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht aufgrund dessen, was ich über die Geschichte von Napoleon weiß. Ich habe keine Ahnung. Er ist mir auch nicht sympathisch. So. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Sehr gut. So, wir haben 4 Punkte. Wie gesagt, das bringt mir halt nichts, weil ich die Fähigkeit nicht beherrsche. Ich würde sagen, wir setzen eine auf jeden Fall in Befragung. Vielleicht auch nochmal eine in Gewandtheit. Eine in Psychologie und eine in Aufmerksamkeit. So würde ich das, glaube ich, machen. So. Ist sowieso mal schwierig zu sehen, ob das alles richtig ist, was man da tut. Alright, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Der Ort, wo mich alle Augen mustern. Okay, das können wir halt noch nicht lesen, da fehlt uns noch was. Das heißt, wir werden dieses Wissenschaftsding wählen. Weil was anderes bleibt uns ja nichts. Das haben wir ja schon gelesen. Von daher... Weil die können wir eh nicht nochmal lesen. Dann lesen wir einfach das, weil bei dem anderen fehlt uns halt noch was. Gut. Ich muss den Ort finden, wo mich alle Augen mustern. Wir schauen uns jetzt aber erstmal hier in Ruhe um. Es ist doch beeindruckend, oder? Guckt euch das an. Da unten ist der Bootsanleger. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja gut, reicht. So, gucken wir mal, was wir hier noch so... Was hier noch irgendwas zu finden gibt. Außer, dass hier überall Schmetterlinge rumstreunen. Vielleicht können wir mit Piaggi reden. Lass mal hier noch gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Nee. Wir durchsuchen hier erstmal den Raum so ein bisschen und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Herrn noch reden können. Vielleicht liegt hier auch noch irgendwas rum. Ach, guck mal. Hier ist zum Beispiel noch ein Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Ja, das ist doch auch schon mal vielleicht ganz gut. Damit können wir doch vielleicht noch was anfangen. Was haben wir denn da? Ah, guck mal, ein Logikbuch. Ja, perfekt. Perfekt. So, ist hier vielleicht noch irgendwas? Ich hoffe, habe halt immer noch die Hoffnung, dass wir noch irgendwelche coolen Sachen The finden. Conversion of Ulysses by Gurs. Circe changing Ulysses' companions into swines. Warum? Warum? Oh, noch mehr Schweine. Na gut. Warum verwandelt man... Egal, ich hab das nie verstanden, tatsächlich. Circe turning Ulysses' companions back into humans. Okay, erst verwandelt es in Schweine, dann wieder zurück in Menschen. I don't understand it. Ulysses and Circe at the table. If I were you, Ulysses, I wouldn't drink the wine. Faszinierend, was wir hier so lernen. Was haben wir hier? A swine in a salon? That
It's an odd choice of Das sind decor. bestimmt die Schweine, die er verwandelt hat. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Ah, das ist eine gute Frage. So, mit ihm reden wir gleich. Ich kenne mich ja mit diesem ganzen Krams auch nicht aus, muss ich ehrlich zugeben, ne? The lock is surrounded by a triple circle. Ich habe aber nur einen für 5, glaube ich, ne? Ja. Ich habe nur einen für 5. Circe. Das ist also eine Zauberin, wenn ich das richtig verstanden habe gerade. Ist das die Zauberin? So, Dining hier. on ham. Well, that's very appetizing. Ja, das ist bestimmt von dem Schweinchens. So, und da liegt auf jeden Fall noch was. Das gucken wir uns auch an. Oder nehmen es mit. Schlüssel mit einem okkulten Symbol. Das können wir nicht knacken. Sehr gut. So, dann... Was ist das für ein Schlüssel? Mit einem Ring in Form eines okkulten Erdsymbols. Was auch immer ein okkultes Erdsymbol ist. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt reden wir mal mit Mr. Piaggio, oder wie er hieß. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Ich weiß nicht. Ja, doch, wir geben ihm mal so ein bisschen was. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, Louis, but continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? Suchen wir nach der Medusa oder nach... If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. Ich hätte halt auch nach der Medusa fragen können. Ich weiß allerdings mehr, wofür wir die Medusa brauchten. Ich habe schon wieder vergessen, aber das klang schon mal gut. So, dann gehen wir mal gucken. Da ist ja auch der Wöllner hingegangen. Oh, beeindruckend. Halleluja. Man kann gar nicht ganz runter. Ach du heilige Axt. Wie tief geht das bitte? Oh mein Gott. Na gut. Wir gehen mal. Wir schauen mal, was diese Bibliothek so für uns bereithält. Ach, guck mal. Was ist das denn? Actress, the Miller Brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Jetzt könnten wir es lesen, aber wir tun es nicht. Was haben wir da unten? Oh. Achso, weil Gilet Royal voll ist. Wahrscheinlich. Na gut. Aber da liegt zumindest eins. Vielleicht können wir das später noch einsammeln. Oh, da war noch was. A few pages out of an old encyclopedia. Ja, wir haben die Enzyklopädie fertig. Sehr gut.
Ah, hier sonst. Ich habe immer Angst manchmal, dass ich irgendwas übersehe. Aber ich glaube, doch da unten. Ach, das war das, was ich nicht einsammeln konnte, ne? Genau. Sehr gut. Sehr schön so. Und dann gucken wir mal, haben wir jetzt das... Genau, die Enzyklopädie ist jetzt fertig mit 1 Punkt in Wissenschaft, Sprache und Belesenheit. Sehr gut. Nice. Dann schauen wir mal weiter, ob wir hier den Ort finden. Gut, das sind viele Bilder und unter anderem auch Porträts. Na, herzlichen Glückwunsch. Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. Ja, aber was meinte... She also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Was sind denn Gorgonen? Oh Mann, ich habe doch da keine Ahnung von. Finde die Medusa. Achso. Allegory regarding the decoration of the rights of men. That's the least you could say. Na gut, was haben wir noch? Liberty or Death by Regnault. Well, I'll take liberty, please. Ja, da But wäre ich auch dabei. I do understand his choice, even though it seems radical. Was haben wir hier? Ah, painting by Ingres. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Na gut, ihr Lieben. Wir müssen die Medusa finden und haben da hier, glaube ich, einiges, was wir uns angucken müssen. Die Porträtgalerie durchforsten wir aber erst beim nächsten Mal richtig. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn wir hoffentlich die Medusa finden, unserer Mutter weiter auf die Spur kommen und vielleicht noch einiges erfahren werden. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, seid morgen gerne wieder mit dabei und bis dahin, tschüss!